Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus weitem Sibirien. Heute ist der letzte Tag des Sommers 2025. Wir haben heute in Irkutsk ein sehr schönes Wetter. Draußen war plus 26 Grad Celsius. An diesen Tagen habe ich Besuch aus Deutschland. Sven aus Berlin sucht ein Haus bei Irkutsk für den Kauf, und vor einigen Tagen waren wir im Ort Sludjanka am Baikalsee. Der Ort ist ja so in Ordnung, aber so zum Wohnen, zum Leben hat diese kleine Stadt nicht gefallen, also passt nicht leider. Das Leben ist dort ja einerseits interessant, weil der Ort am Baikalsee liegt, aber andererseits liegt es auf der Bundesstraße und durch die Stadt fahren jeden Tag hunderte LKWs von West nach Ost und umgekehrt. Und deswegen kommt ein Holzhaus in Sludjanka nicht mehr in Frage. Ich weiß nicht, ob ihr weißt, aber mein Freund Denis lebt bei dem Ort Schelechow und verkauft dort im Dorf Pioniersk ein Holzhaus. Vor einem Jahr war ich bei ihm zu Besuch und habe einige Videos gemacht. Zu finden sind sie in der Playliste Irkutsk. Bitte anschauen, wenn ihr diese Videos verpasst habt. Und wir waren mit Sven bei Denis zu Besuch und haben uns wieder seine Holzhäuser und auch ein paar Grundstücke angeschaut. Soweit hat das Haus Sven sehr gut gefallen und ja, ist nicht ausgeschlossen, dass es damit doch klappt. Momentan gibt es ein großes Problem. Es heißt Geldüberweisung aus Europa nach Russland. Es gibt vermutlich einige Umwege, aber die sind aufwendig und auch umständlich. Das passt nicht jedem. Nur die Kryptowährung USDT wäre wahrscheinlich eine Lösung, aber man muss sich darin gut auskennen, um so eine Geldüberweisung zu betätigen. In diesem Video könnt ihr sehen, wie wir durch das Dorf Pioniersk fahren. Dort fließt der Fluss Irkut. Irkut fließt aus dem Gebirge Sayane und mündet dann in den Fluss Angara. Manchmal gibt es Hochwasser, aber das passiert nur beim Dauerregen oder wenn es im Winter sehr viel Schnee in den Bergen gab. Ansonsten gibt es kein Problem mit Hochwasser, und auch wenn es dazu kommt, dann ist es kurzfristig kein Problem damit. Nur einige Häuser können in Gefahr geraten, und also das sage ich einfach so zur Kenntnis, dass sowas passieren kann. Und der Fluss Irkut hat starke Strömung. Baden ist auch möglich, aber man muss dabei aufpassen. Man kann auch angeln gehen, das macht auch Spaß. In der Sommerzeit bei Hitze ist es tatsächlich ein großer Spaß, dort am Ufer zu liegen, in der Sonne. Einige Städtler kommen zum Fluss Irkut, um dort in der Sonne zu liegen und auch das Leben zu feiern. Ja, und der Vorteil dieses Dorfes Pioniersk besteht darin, dass es nicht weit vom Ort Schelechow liegt. In dieser Stadt gibt es zwar eine Aluminiumfabrik, aber die Abgase ziehen in andere Richtung, und in Pioniersk ist die Luftqualität sehr gut. Dabei kann man auch eine Arbeitsstelle in Schelechow finden, wenn man in Pioniersk lebt. Zum Beispiel heute sind wir mit Taxi vom Stadtzentrum Irkutsk bis zum Dorf gefahren, und Taxi hat uns 1000 Rubel gekostet und hat etwa 40 Minuten gedauert. Auf jeden Fall muss man ein Auto besitzen, wenn man in diesem Dorf lebt, aber die Auswahl an Autos ist groß. Man kann ein billiges russisches Auto kaufen, ja, und ja, im Dorf gibt es auch ein Lebensmittelgeschäft, aber leider keine Schule und kein Krankenhaus. Zu diesem Zweck muss man nach Schelechow fahren, aber wie gesagt, diese Stadt liegt nicht weit von dem Dorf. Aber ein Lebensmittelgeschäft gibt es doch in Pioniersk. Ja, aber mit dem Auto kann man dann nach Schelechow oder nach Irkutsk einmal in der Woche hinfahren und dann groß einkaufen. Darin sehe ich gar kein Problem. In meinen früheren Videos habe ich den Ort Sludjanka mehrmals angepriesen. Ja, ich will dazu sagen, dass dieser Ort immer noch gut
zum Leben ist, aber dort gibt es auch einige Nachteile. Zum Beispiel im Frühling oder im November, da zieht es vom Bajkalsee ziemlich kühl, wenn der See nicht zugefroren ist. Und dann gibt es viele LKWs, auch die transsibirische Eisenbahn verläuft durch die Stadt. Das gibt auch viel Lärm. Und für die Leute, die Ruhe mögen, dann passt Sludjanka leider nicht. Aber so zum Besuch für ein paar Tage ist Sludjanka auf jeden Fall besuchenswert und interessant zum Anschauen. Und nicht weit von Sludjanka befindet sich das Dorf Kultug. Einmal habe ich schon mal gesagt, in diesem Dorf Kultug wird bald eine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe gebaut sein und ich gehe davon aus, diese Region bekommt dann Aufschwung, einen Schub für die weitere Entwicklung. Der Tourismus muss sich dort weiterentwickeln, so hoffe ich. Im Dorf Kultug beginnt auch die alte Rundbaikal-Eisenbahn. Die ist auch besuchenswert und es gibt einen Touristenzug namens Baikal Express. Ja, dieser Zug startet in Irkutsk und dann übernachtet man 2 Nächte und fährt zuerst nach Sludjanka und dann durch die alte Eisenbahnlinie. Man übernachtet im Zug, man bekommt dort Verpflegung und in diesem Jahr, in diesem Sommer zum Beispiel, hat so eine Reise knapp über 8000 Rubel pro Person gekostet. Ja, macht Spaß. Und am Ende des Zuges gibt es einen Wagen mit offenen Fenstern, da kann man wirklich schöne Bilder und Videos machen. Wenn ihr auf die Eisenbahn steht, dann ist die Eisenbahnlinie, die Rund-Baikal-Bahn, wirklich erlebenswert. Also, liebe Freunde, zurück zum Dorf Pioniersk. Wie gesagt, es liegt nicht weit von Irkutsk und trotzdem lebt man dort in der Natur und ja, am Fluss Irkut. Für den Kauf eines Holzhauses mit Grundstück etwa 1000 Quadratmeter muss man mit 60, 70 oder am besten mit 80.000 Euro auf dem Konto rechnen. Dann bekommt man ein fertig gebautes Haus, gut eingerichtet. Ja, mit 80.000, da gibt es momentan ein gutes Angebot für diesen Preis und dann kann man hier in Sibirien schön und glücklich leben, wenn man mit dem Leben in Deutschland oder irgendwo noch satt hat. Also, liebe Freunde, wenn ihr es mit der Auswanderung nach Russland ernst meint, schreibt bitte mal in die Kommentare, welche Region Russlands euch besonders interessiert. Das würde mich auch sehr interessieren, einfach so zur Kenntnis. Und ich finde Irkutsk auch interessant zum Leben, sowie die Region Novosibirsk, die beiden Regionen in Sibirien finde ich passend und ja, interessant zum weiteren Leben außerhalb von Europa. Also, liebe Freunde, danke nochmal für das Anschauen dieses Videos. Danke, dass ihr meinen Kanal immer noch verfolgt. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.